Willkommen zum letzten Video in 2024. Krass, wie die Zeit vergeht. Jetzt sind wir schon am Jahresende angelangt und ich dachte, es wird Zeit, einen kleinen Rückblick zu machen und zu schauen, welche Düfte in diesem Jahr zu meinen Favoriten geworden sind oder mich vielleicht auch überrascht haben. Also Düfte, die auch neu rausgekommen sind, wo ich sage, ja, die sind einfach richtig besonders, sodass sie in meiner Top-Liste für die Düfte 2024 auf jeden Fall einen Platz finden müssen. Bevor wir aber durchstarten, möchte ich die Gelegenheit nutzen und einfach mal Danke sagen. Vielen Dank für das Jahr gemeinsam mit euch. Ich freue mich wirklich riesig, dass die Community kontinuierlich wächst. Ich freue mich jedes Mal mit euch in Austausch zu gehen und ich freue mich besonders auch, wie ihr Lust habt, die Düfte auszuprobieren und gemeinsam mit mir so ein bisschen auch drüber zu fachsimpeln. Deswegen vielen Dank, dass ihr hier Teil der Community seid. Als ersten Duft habe ich einen wirklichen Alltags-Allrounder mit dabei. Als ich den Couleur Primaire von Les Yeux Primordial das erste Mal gerochen habe, dachte ich mir schon so, boah, Wahnsinn. Toller Duft mit einer schönen Birne. Ein Duft, der sich jetzt eher für den kommenden Frühling und auch den Sommer eignet. Aber das ist definitiv ein Duft, wo ich sage, es lohnt sich, ihn einfach mal auszuprobieren, wenn man eben einen unkomplizierten Duft tragen möchte. Oh, der startet sehr frisch, sehr aldehydig. Also wir haben auf jeden Fall im ersten Riechen was Seifiges, aber es ist eine wunderschöne, süße, birnige Seife, die hier rauskommt. Das ist wirklich ein sehr unaufdringlicher Duft. Man muss aber natürlich dieses seifig-aldehydige auf jeden Fall mögen. Ganz wichtig, weil das ist auf jeden Fall das, was hier im ersten Riechen durchkommt. Der wird auch im gesamten Duftverlauf auf jeden Fall einen synthetischen Touch behalten. Er wird blumig süß. Ich habe den wahnsinnig gerne einfach im Alltag getragen, ins Büro, in der Freizeit, gerade wenn es ein bisschen wärmer ist. Ich fand den immer super erfrischend. Er hat so einen frische Wäsche-Vibe, ein Duft, mit dem man nichts falsch machen kann. Das Einzige, was ich mir bei dem Duft wünschen würde, ist, dass die Haltbarkeit länger ist. Wenn du den aufträgst, dann hast du das Gefühl, du hast auf jeden Fall frische Wäsche aus der Waschmaschine an, vielleicht in der Sonne getrocknet mit einem schönen, fruchtig, süß, blumigen Touch. Aber wie gesagt, von der Haltbarkeit würde ich mir bei diesem Couleur Primaire gerne mehr wünschen, weil ich einfach von diesem Duft nicht genug bekommen kann. Tatsächlich ist das ein Unisex-Duft für mich. Gerade so frische Wäschedüfte können natürlich auch von Männern sehr gut getragen werden. Man muss aber eben, wie gesagt, das Aldehydige, das Süße, diese leichte Fruchtigkeit auch aus der Birne definitiv mögen. Im Verlauf hell, strahlend, verbreitet auf jeden Fall gute Laune. Ich freue mich jetzt schon wieder auf den Frühling, wenn ich den Couleur Primaire wieder tragen kann. Den Icarus von Maison Noire musste ich einfach mitnehmen. Ich finde, das ist so ein wunderschön raffinierter Apfelduft. Das ist für mich wirklich ein Duft, den ich gerochen habe, wo ich auch gesagt habe, das ist so schön komponiert und der Apfel kommt hier so schön raus. Und das ist für mich auch ein super schöner Freizeit-Alltagsduft, der einfach gar keine Beschränkungen hat, der super zu tragen ist. Der ist im ersten Riechen super frisch, erfrischend, wirklich ein sehr solo rauszuriechender grüner Apfel mit einer fruchtigen, leichten, erfrischenden Süße. Das ist wirklich ein super fruchtig, frischer, leicht süßer Duft, der perfekt unisex zu tragen ist, der aber im Verlauf auf jeden Fall auch Patchouli mit reinbekommt. Das heißt, wir haben was leicht Kräuteriges, Moosiges. Am Anfang bewegt aber auf jeden Fall dieses Fruchtige, dieses Erfrischende, dieses Helle. Das ist auch ein Duft wie der Couleur Primaire, der wirklich richtig gute Laune versprüht. Auch ein Duft, den man super auch in den wärmeren Tagen tragen kann. Der Icarus ist wirklich ein fruchtig, frischer Duft, der einfach so gute Laune versprüht. Auch perfekt geeignet eben für die wärmeren Tage. Ein super Unisex-Duft, also können Männer als Frauen gleichermaßen tragen und hat eben einfach diesen besonderen Twist, weil wir im Verlauf etwas leicht krautig, moosiges noch mit reinkommen. Irgendwie so ein bisschen was Holziges. Hat auch wirklich eine gute Intensität, ist nicht zu übertrieben, deswegen auch perfekter Alltagsduft und ich finde es einfach wahnsinnig schön, wie hier bei dem Icarus der Apfel rausgearbeitet wurde und deswegen ist das definitiv auch ein Duft, wo ich in 2024 gesagt habe, Chapeau, Maison Noire, toll gemachter Duft, super schön zu riechen, sehr unkompliziert zu tragen und ein absoluter Wohlfühlduft. Wir verlassen die fruchtig-frische Richtung und gehen eher in eine gourmandige Richtung, denn der Vanilla Haze von Fugazi, der durfte auf meiner Top 24 Liste auf gar keinen Fall fehlen. Ich habe diesen Duft das erste Mal gerochen, ich habe mich sofort verliebt und bis jetzt ist das definitiv ein Duft, den ich wahnsinnig gerne trage und jedes Mal, wenn ich ihn aussprühe, denke ich mir einfach nur, boah, du bist so lecker. Insofern, der darf auf meiner Top-Liste auf keinen Fall fehlen. Es ist einfach die Kombination aus den Nüssen und dieser cremigen Kokosmilch, die den Duft am Anfang so schön besonders macht.
Wir haben schon so einen leichten Toffee-Einschlag, irgendwas leicht karamellisiertes, schöne süße Vanille. Das ist ein cremiger Duft. Das ist ein Duft, der sich so, so schön auf die Haut drauflegt und so lecker zum Riechen ist. Ja, der Duft ist definitiv eine wahre Zuckerbombe und für mich eher ein Duft, der in eine feminine Richtung geht. Der hat auf jeden Fall schon Wumms, ohne zu aufdringlich zu sein. Definitiv eher ein Herbst-Winterduft. Eben durch dieses Nussige, durch dieses Karamellige hat der einfach ordentlich Kilos, die er quasi schon im Riechen auf den Körper abladet. Aber wunderschön zu riechen. Sehr, sehr feiner Duft. Wirklich toll für die Freizeit, zum Ausgehen. Also für mich einer der besten Gourmand-Düfte, die ich jemals gerochen habe. Vanilla Haze. Ich glaube, das wird so ein All-Time-Favorite von mir. Der Dama Bianca von Xerjoff ist mein nächster Favorit im Jahr 2024. Den habe ich auch super gerne im Alltag getragen, bei sehr, sehr vielen Anlässen aber auch. Es ist einfach ein super Allrounder, der Duft für mich. Und der ist eher so ein bisschen fein und so ein bisschen elegant. Und ich finde, es passt ganz gut im Kontrast zu den Düften, die ich sonst jetzt mit euch gerochen hatte. Der Dama Bianca auf jeden Fall auch von mir ein Top-Duft aus 2024. Der hat für mich im ersten Riechen kurz was fruchtig Erfrischendes, wird dann aber sehr schnell für mich weiß, fluffig. Wir bekommen hier Blüten mit rein. Das macht den Duft so ein bisschen reifer. Da ist eben nicht diese fruchtige Verspieltheit mit drin, sondern die Frucht am Anfang, die weicht eben sehr schnell einem pudrig-cremigen Touch. Es ist für mich ein sehr, sehr heller Duft. Ein Duft, der eben Eleganz auch ausstrahlt, der von Frauen jeden Alters getragen werden kann, der Selbstbewusstsein ausstrahlt und der aber nicht zu aufdringlich ist. Die Haltbarkeit von dem Dama Bianca ist trotzdem richtig, richtig gut. Von der Intensität her ist es aber nicht zu extrem, weil ich finde gerade solche blumigen, süßen Düfte, die können einem auch den Atem rauben. Für mich der Dama Bianca in meiner Wahrnehmung sehr, sehr angenehm zu riechen. Für mich ist der Dama Bianca wirklich ein absoluter Wohlfühlduft. Er hat so ein bisschen Kuschel-Vibes auch. Ich finde einfach, wenn man den trägt, dann fühlt man sich sofort gut, ohne dass er zu aufgeregt ist. Begleitet er einen verlässlich durch den ganzen Tag und deswegen für mich ein absoluter Allrounder. Perfekter Begleiter fürs Büro, für die Freizeit, zum Weggehen. Also da sehe ich gar keine Einschränkungen. Und deswegen hat er es bei mir auf die Top-Liste gesetzt, weil man kann ihn wirklich immer tragen, zu jedem Anlass und man wird immer, immer gut riechen. All Night Long von Ramon Monegal. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe diesen Duft das erste Mal gerochen und ich dachte mir nur so, Parfum ist einfach eine Meisterleistung. Wenn so viele Emotionen und Gefühle hochgeholt werden, wenn man an einem Duft riecht, dann finde ich, haben die Parfümeure wirklich alles richtig gemacht. Das ist einfach ein Garant von guter Laune. Der Duft ist so, so schön zu riechen und versetzt einen richtig in Urlaubslaune. Oh, dieser Start mit dieser Minze in Kombination mit einer fruchtig süßen, erfrischenden Ananas. Das ist so schön. Das sind Karibik-Urlaub-Vibes, die da rauskommen. Und das Besondere an dem Duft ist einfach, dass der All Night Long ein perfekter Unisex-Duft ist. So fruchtig süße Düfte können ja eher dazu tendieren, vielleicht in eine feminine Richtung zu gehen. Der All Night Long, der eignet sich auch so, so gut für Männer. Der ist sexy, der hat für mich was Anziehendes und eben versprüht diese wunderschönen Urlaubsvibes. Der hat Kokos-Vibes, der ist auch leicht süß und im Verlauf, wenn man jetzt so ein bisschen an dem Duftstreifen riecht, kommt die Minze richtig schön raus. Das ist super, super erfrischend, bekommt dadurch eben nicht nur dieses Fruchtige, sondern eben auch diesen leicht grün, minzigen Einschlag. Wirklich eine richtig tolle Duftentwicklung und der Duft ist von der Haltbarkeit richtig, richtig gut. Intensität sehr, sehr angenehm. Das ist wirklich ein richtig guter Begleiter auch durch den Alltag. Kann man aber auch zum Ausgehen tragen, eben weil er schon so ein bisschen sexy ist, wie ich finde. Und ja, man könnte jetzt meinen, anhand der Anzahl der Düfte, die hier stehen, sind wir fertig. Ich habe mich nicht getraut, offiziell den Santal Basmati von Affinissance hier aufzunehmen, weil ihr bestimmt schon sagt, boah Lisa, geh mir nicht auf die Nerven mit diesem Duft, immer sprichst du von dem, aber fairerweise muss ich den Santal Basmati von Affinissance auf jeden Fall auf meine Top-Liste setzen, auch wenn ich jetzt nicht im Detail drauf eingehe. Ich verlinke dir ein Video, wo ich im Detail über den Duft spreche, weil ansonsten hänge ich, glaube ich, viele aus meiner Community jetzt ab. Der ist aber einfach so besonders, dass er auf dieser Liste nicht fehlen darf. Wenn du wirklich einen Duft riechen möchtest,
der so besonders ist, dass ich mir sicher bin, dass du sowas noch nie in deinem Leben gerochen hast, dann riech mal an dem Santal Basmati von Affinessence. Wunderschön gekochter Reisduft, der mich wirklich wahnsinnig fasziniert hat. Richtig cooler Duft. Und damit geht 2024 zu Ende. Es war wieder ein sehr intensives, duftendes Jahr. Ich habe wahnsinnig viele neue Düfte kennenlernen dürfen. Viele von denen, auch die hier sind, haben wir erst in 2024 aufgenommen, habe ich das erste Mal gerochen und sofort in mein Herz geschlossen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf 2025 mit euch. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und dass ihr gut ins neue Jahr kommt. Und wenn ihr Wünsche für diesen Channel habt, dann lasst mich das auf jeden Fall über die Kommentare wissen. Ich freue mich immer über euer Feedback und wenn es irgendwas gibt, was ich besser machen kann oder was ihr euch wünscht, immer her damit. Und bevor ich es vergesse, natürlich könnt ihr einen von diesen 3, 4, 5, 6, ich nehme jetzt mal den Santal Basmati mit rein, auch wenn er offiziell nicht vorgestellt wurde. Wenn ihr sagt, ja Lisa, du hast mich überzeugt, einer von diesen Düften könnte vielleicht mein Duft für 2025 sein, dann mach jetzt beim Gewinnspiel mit. Wie immer kannst du einen von diesen Düften in 8 ml gewinnen. Dafür einfach den Channel abonnieren, like das Video, schreib mir in die Kommentare, welchen von diesen Düften du gewinnen möchtest. Und dann verlose ich natürlich einen wieder an euch. Rutscht gut ins neue Jahr. Bis ganz bald. Ciao, ciao.